Erwartungen haben im Dating einen schlechten Ruf. Viele sagen, sie hätten keine und meinen damit meist, ich will nicht verletzt werden. Doch Erwartungen verschwinden nicht, nur weil man sie leugnet. Sie verändern nur ihre Form. Sie werden leise, unausgesprochen und genau dadurch wirksam. Man erwartet Rückmeldung, ohne sie zu benennen. Man erwartet Interesse, ohne danach zu fragen. Man erwartet Tiefe, ohne zu klären, was Tiefe eigentlich bedeutet. Und irgendwann entsteht Enttäuschung. Nicht, weil der andere etwas falsch gemacht hat, sondern weil er nie wusste, was von ihm erwartet wurde. Viele Dating-Dynamiken scheitern nicht an mangelnder Chemie, sondern an inneren Verträgen, die nur eine Seite kennt. Erwartungen sind keine Forderungen. Sie sind Hinweise auf Bedürfnisse, auf Werte, auf Grenzen. Das Problem beginnt dort, wo man hofft, dass der andere sie spürt, zwischen den Zeilen liest, sich anpasst, ohne Orientierung zu bekommen. Doch niemand kann etwas erfüllen, das nie ausgesprochen wurde. Erwartungen brauchen Sprache, nicht um Druck zu erzeugen, sondern um Klarheit zu schaffen. Dating wird leichter, wenn man beginnt, Verantwortung für das eigene zu übernehmen, für Wünsche, für Unsicherheiten, für Grenzen. Nicht alles muss sofort gesagt werden, aber das Wesentliche sollte nicht verschwiegen werden. Denn wer Erwartungen dauerhaft zurückhält, beginnt sich selbst zu verlassen, lange bevor es der andere tut. Vielleicht ist Reife im Dating nicht, nichts zu erwarten, sondern zu wissen, was man erwartet und warum. Was erwartest du im Dating wirklich? Und was davon hast du je klar ausgesprochen? Teile deine Gedanken gern in die Kommentare.